Licht, Wischer, Blinker, Spinnen. Wer kennt das nicht? Oftmals wird dann dem Lenkstockschalter die Schuld zugewiesen und vorschnell getauscht. Aber viele andere Komponenten kommen auch als Fehlerursache in Frage. Heute will ich euch mal ein paar Tipps und Tricks zeigen, um die Fehlerdiagnose zu beschleunigen und Fehldiagnosen zu vermeiden. Denn Fehldiagnosen können teuer werden. Herzlich willkommen zurück zu den PS-Tipps. Ein Lenkstockschalter steuert die unterschiedlichsten Bauteile an, wie Licht, Wischer, Signalhorn, aber auch Getriebe, Retarder, Motorbremse oder Tempomat. Früher erfolgte die Ansteuerung direkt ans Bauteil. Heute ist es so, dass die Signale an ein Steuergerät gesendet werden. Doch widmen wir uns jetzt der eigentlichen Fehlersuche. Unerlässlich für eine Suche an elektrischen Systemen ist ein Multimeter und, danke Niklas, ein ordentlicher Schaltplan. Nachdem wir die Batteriespannung überprüft haben, können wir anhand des Schaltplanes die entsprechende Sicherung für das System identifizieren und überprüfen. Bei neueren Fahrzeugen kann es durchaus sinnvoll sein, den Fehlerspeicher auszulesen. Aber das hat uns hier auch nicht weitergebracht. Bei einem nicht funktionierenden Wischer widme ich mich jetzt dem Bauteil, was am leichtesten zugänglich ist. Und das ist in diesem Fall der Wischermotor. So, ich habe jetzt die Zündung und den Wischermotor eingeschaltet und überprüfe jetzt, ob hier am Stecker des Wischermotors Spannung anliegt. Das ist hier nicht der Fall. Hier ist es natürlich auch wichtig, dass ihr gleichzeitig eine Sichtprüfung des Steckers macht. Sind alle Kontakte noch einwandfrei, in einwandfreiem Zustand? Sind sie verbogen oder zurückgeschoben? Und das macht ihr am besten mit so einem kleinen Prüfstecker. Geht da rein und ihr habt eine schöne Klemmwirkung. In diesem Fall können wir davon ausgehen, okay, der Stecker ist in Ordnung. Nachdem ich jetzt mit Hilfe von Schaltplan und Multimeter die Spannungsversorgung unseres Motors überprüft habe, gehe ich von einem Ansteuerungsproblem aus. Aber bevor ich jetzt die komplizierte Prüfung von Verkabelung und Steuergerät übernehme, widme ich mich unserem Lenkstockschalter. So, wir gehen jetzt in unser Electrical Lab und da zeige ich euch, wie wir im Rahmen des DTQS die Schalter prüfen und wie ihr mit wenigen Mitteln auch verlässlich prüfen könnt. Ich zeige euch jetzt unseren Universalprüfstand. Bei dem Prüfstand können wir den Schalter mit einer Spannung versorgen. Und je nachdem, ob es sich um einen Schalter handelt, so wie in diesem Fall, der nur eine Signalleitung schaltet, steuern wir LEDs an. Wenn wir aber einen Schalter haben, der richtige Lasten schaltet, haben wir auch die Möglichkeiten, hier oben 21 Watt Lampen zu schalten. So, ich probiere jetzt mal den Schalter aus. Bei diesem Schalter sieht das schon wieder ganz anders aus. Der schaltet nicht einfach nur durch, sondern der verschickt Datenframes, die dann vom Steuergerät aufgenommen und ausgearbeitet werden. Je nachdem, wie ich den Schalter betätige, verändert sich der Wert des Frames. Im Rahmen der Produktentwicklung haben wir die Möglichkeit, diese Frames auszulesen und mit den Originalwerten abzugleichen. Diese Möglichkeit habt ihr in der Werkstatt wahrscheinlich nicht immer. Deswegen müsst ihr euch auf eure Fehlerauslese verlassen. Wichtig dabei ist, dass ihr mit Hilfe des Schaltplans euch ein Bild darüber macht, welcher Schalter mit welcher Funktion verbaut ist und dementsprechend prüft. Eine weitere Art von Schaltern haben wir hier. Und zwar ist es bei diesem Schalter so, dass er nur Widerstandswerte an das Steuergerät weitergibt. Diese Widerstände könnt ihr sehr leicht mit einem Multimeter messen und dann entsprechend mit den Werten aus dem Schaltplan oder der Prüfanweisung vergleichen. Deswegen ist es ganz wichtig, nehmt euch immer den Schaltplan zur Hand, um zu ermitteln, welche Art von Signal habe ich zu erwarten bei dem Schalter, nicht damit ihr eben durch falsche Handhabung des Schalters ihn zum Rauchen bringt. Solltet ihr den Lenkstockschalter als defekt identifiziert haben, gibt es jetzt noch ein paar Tricks zur Montage. Solltet ihr bei der Montage des Lenkstockschalters den Airbag abbauen müssen, bitte unbedingt die Sicherheitsvorschriften im Umgang mit Airbags beachten.
Sollte bei eurem ausgebauten Stecker einer dieser Pins aussehen so wie dieser, also verbrannt, müsst ihr zusehen, dass ihr das Gegenstück unbedingt instand setzt oder erneuert. Sollte bei eurem Lenkstockschalter wie bei diesem kein Gewinde montiert sein, könnt ihr davon ausgehen, dass selbstschneidende Schrauben verwendet werden. Das macht natürlich die Verwendung eines Gewindeschneiders unnötig. Aber wenn ihr doch schneiden wollt, seht zu, dass ihr nicht zu tief reinschneidet, um die inneren Komponenten nicht zu beschädigen. Die inneren Komponenten können auch beschädigt werden, wenn ihr falsche, das heißt zu lange Schrauben verwendet, um den zu montieren. Solltet ihr dennoch Fragen zu Lenkstockschaltern haben, könnt ihr euch gerne an unseren Helpdesk wenden, auch per App. So, und das soll es jetzt von meiner Seite aus gewesen sein. Tschüss, bis zum nächsten Mal.